Hallo, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. In diesem Video geht es um 10 Käufe, die ich getätigt habe, Sachen, die in meiner Garderobe schon mehrere Jahre zum Teil drin sind und die immer wieder gut kombinierbar sind. Fangen wir an mit dem Thema Mäntel. Ich habe schon mal einen Short gemacht zu den Mänteln und in diesem Short kommt auch dieser Mantel vor. Das ist ein Mantel in einer Schwarz-Weiß- oder Salz- und Pfeffer-Optik. Der ist außen aus einem Wollstoff, innen mit einem schönen Muster, klassischen Bläsermantel mit kleinem Revers geschnitten und so einem kleinen Gürtel dabei, den man aber nicht unbedingt braucht, vorne eine Knopfleiste. Das ist tatsächlich mein eigentlich erster Designerkauf. Also es ist ein Mantel von Jil Sander und den habe ich jetzt garantiert schon über 30 Jahre. Es war das erste wirklich teure Teil, was ich gekauft habe, und es hat sich jetzt über die Zeit tatsächlich amortisiert, denn ich trage es jetzt wirklich schon über 30 Jahre, immer wieder. Es ist gut kombinierbar, es ist trotzdem ein bisschen was Besonderes und passt aber zu sehr, sehr vielen Sachen und sieht immer noch schick und zeitlos aus, was ja die Mode früher vor allem von Jil Sander immer war. Und ja, da bin ich eigentlich, das ist auch so ein Herzensstück. Freue ich mich drüber, dass ich das damals gemacht habe, obwohl ich mich da auch echt lange zusammengespart habe und auch wirklich Gewissensbisse hatte, so viel Geld für einen Mantel auszugeben, aber im Nachgang hat sich es tatsächlich sehr gelohnt. Ja, und das zweite ist natürlich ein absoluter Klassiker, und zwar ist das hier ein Burberry Trenchcoat. Dieser Burberry Trenchcoat ist auch schon 20 bis 25 Jahre alt. Ist ein ganz klassischer Schnitt, innen natürlich dieses Karo-Muster, außen doppelte Knopfleisten, hinten Gürtel dabei. Und ja, und dieses Teil ist natürlich wirklich ein bekannter Klassiker, lässt sich sehr, sehr gut kombinieren, gerade im Herbst oder auch im Frühjahr. Und sieht immer schick aus. Der Stoff ist total unempfindlich, obwohl es so ein heller Trenchcoat ist. Also wie gesagt, ich habe den jetzt auch schon 25 Jahre. Ich hatte den, glaube ich, zweimal in der Reinigung. Und ansonsten ist halt gar nichts da dran. Und das ist wirklich ein tolles Stück. Man fühlt sich auch immer, also mir geht es zumindest so, ich fühle mich immer auch echt sehr wohl, wenn ich den trage. Und das Einzige, was bei mir so ein bisschen das Thema ist, wenn ich so teure Sachen habe, ist, dass ich denke, ich müsste sie für gut aufbewahren und ziehe sie dann viel seltener an. Das habe ich mir jetzt aber mittlerweile auch abgewöhnt, weil worauf soll ich jetzt warten? Das heißt, ich trage die Sachen tatsächlich oft und es zahlt sich dann hier auch aus, bei sowohl dem Jil Sander Mantel als auch bei dem Burberry Trenchcoat. Sie sind unempfindlich, man kann sie wirklich gut im Alltag nutzen und ja, sind einfach sehr, sehr schöne Stücke. Weiter geht's zum Thema Jacken. Da habe ich diese Jacke hier, die hatte ich euch schon mal in meinem Packvideo vorgestellt. Das verlinke ich hier nochmal drunter. Das ist jetzt, ich sag mal, so eine Jacke in so einer Art Chanel-Stil. Die Jacke ist allerdings von Esprit, die war, weiß ich gar nicht, teuer, mit ein paar Prozent war die unter 100 Euro. Ist aber ganz schön, weil die außen tatsächlich auch so eine Art Bouclé hat, innen auch ganz schön gefüttert ist und halt eben diese Silberknöpfe hatte, die dann das Ganze so ein bisschen schicker machen. Und ja, die Jacke finde ich halt auch super, weil sie gut kombinierbar ist zu einer Jeans oder halt eben auch zu einer dunklen Hose. Sie kann ein bisschen eleganter getragen werden oder halt auch im Alltag ein bisschen schicker. Also die mag ich auch sehr gerne. Die ist so kastenförmig und ein bisschen kürzer geschnitten. Was dann auch in keiner Garderobe meines Erachtens fehlen sollte und was ich wirklich schwer finde zu finden, ist ein guter Bläser. Ich habe jetzt hier einen schwarzen Bläser, der ist von Marco Polo. Jetzt die letzten, sagen wir, 5 Jahre, mal abgesehen von der Pandemie, fand ich, waren Bläser ja so ein bisschen out. Man hat eigentlich kaum noch Bläser getragen. Also außer man arbeitet jetzt vielleicht irgendwo, wo man das sowieso Hosenanzüge oder so tragen muss. Aber grundsätzlich waren ja so in den späten 80ern, 90ern mal so eine Zeit lang, wo Bläser total hip waren. Jetzt war es eine ganze Zeit lang nicht, aber trotz allem finde ich, dass ein schwarzer Bläser eigentlich in jede gute Garderobe auch hineingehört. Aber wie gesagt, es ist eben, weil die Schnitte auch relativ variieren,
nicht so einfach. Also dadurch, dass ich recht groß bin, also ich bin 1,80, waren jetzt so diese Bläser, die es mal vor ein paar Jahren gab, die immer so sehr kurz waren, so kurze Jäckchen, waren irgendwie überhaupt nichts für mich. Da waren die Ärmel zu kurz, das ganze Ding war zu kurz, hat von der Silhouette überhaupt nicht gepasst. Das heißt, ich habe mir also hier jetzt diesen Marco Polo Bläser, das ist ein etwas längerer Bläser. Der hat hier Doppelknopfreihe vorne, ist auch ein sehr weiches und angenehmes Material. Und ja, den kann man natürlich auch immer sehr gut sowohl bei Business-Terminen als auch mal auf dem Geburtstag oder so anziehen. Natürlich auch im Alltag, je nachdem wie man es kombiniert. Im Sommer auch als Jacke, wenn man nur jetzt ein T-Shirt drunter anzieht oder so, sieht es eben auch schick aus. Also wie gesagt, ich meine, dass eben ein guter Bläser ist schwer zu kriegen. Und bin ganz froh, dass ich jetzt einen habe, der vom Schnitt her gut ist. Und ja, dann ist es auch so ein zeitloses Teil, was man ewig in der Garderobe haben kann. Dann habe ich für euch noch ein Kleid. Das hatte ich euch auch schon mal in einem Capsule Wardrobe Video gezeigt. Das hier, das ist von Ivy & Oat. Das mag ich eben sehr gerne, weil es ein bisschen anders geschnitten ist mit diesem Stehkragen. Es hat hier an den Ärmeln auch so ab, also ja, wie so eine Art Gummizug, hier in der Taille auch. Es ist ungefähr knöchellang und aber jetzt kein Abendkleid, sondern aber eben etwas schickeres Kleid für Geburtstage. Man kann es natürlich auch ganz toll mit ein paar Stiefeletten und einer Lederjacke für den Alltag kombinieren, ist auch super. Und ja, ich bin jetzt überhaupt kein Mensch, der gerne Kleider oder Röcke trägt. Das ist nicht so mein Stil, aber das mag ich eben sehr gerne. Und wenn man jetzt 1 oder 2 Kleider oder Röcke im Schrank hat, reicht das ja auch letztendlich. Und man hat aber immer mal eine Alternative für unterschiedlichste Zwecke. Ja, dann habe ich zu den Oberteilen, das Teil, was ich hier anhabe, das habe ich auch in meinem Kofferpack-Video schon mal erzählt. Das sind diese Baumwolloberteile von Petit Bateau. Die sind ganz, ganz einfach geschnitten, also hier mit Rundhals, auch keine Bündchen am Ärmel, ein bisschen länger, also jetzt bis zur Hüfte praktisch geschnitten, liegen nicht zu eng an, weil sie jetzt nicht so viel Stretch haben, sondern eben reiner Baumwollstoff sind sehr angenehm zu tragen. Ich habe die jetzt in dunkelblau, in weiß und in schwarz und liebe die total. Die sind jetzt auch alle schon so 5, 6 Jahre alt. Ich wasche die ganz normal. Teilweise kommen die auch ab und an mal mit in den Trockner, obwohl ich es dann eigentlich nicht machen will, aber passiert dann zwischendrin. Es passiert nichts, also die verziehen sich nicht, die gehen nicht ein, also sind wirklich super und wie gesagt, sind angenehm zu tragen und sind eben perfekt für alles Mögliche unten drunter, unter einen Bläser, unter eine Jacke, wenn es kalt ist, unter einen Pulli. Also das ist für mich ein echtes Go-To und vor allem, weil eben nicht viel dran ist, also jetzt keine Knopfleisten, kein irgendwas, sind die natürlich auch sehr zeitlos und ja, sind absolute Favoriten von mir. Zum Thema Hosen kann ich euch leider gar nichts zeigen, weil ich da tatsächlich bisher noch keine Hose gefunden habe, die ich schon A lange habe und B wirklich total heiß und innig liebe. Ja, Jeans sind die Hosen, die ich am meisten im Alltag trage. Aber selbst da variiere ich zwischen teuren Marken, also jetzt beispielsweise Closed oder Replay oder eben auch Esprit und S. Oliver. Ja, die sind okay, aber es ist bis jetzt habe ich noch keine Jeans gefunden, die mich richtig geflasht hat, wo ich gesagt habe, boah, das ist die beste Jeans, die ich je hatte. Deswegen gibt es im Bereich Hosen hier jetzt keine Empfehlung oder keinen Kauf, den ich da getätigt habe und der richtig gut war. Ich würde euch jetzt noch was zu den Accessoires sagen, und zwar fangen wir mit den Schuhen an. Die Schuhe hatte ich auch schon mal in einem Video vorgestellt, das sind die New Balance Sneakers und Sneaker ist für mich auch ein absoluter Muss-Schuh in der Garderobe, also sowohl im Sommer als auch im Herbst und Winter. Im Sommer gerne hellere, weiße oder farbige, im Winter dann lieber dunklere. Die habe ich jetzt im Herbst gekauft, damit bin ich aber jetzt auch an Weihnachten in London gewesen. Sind bequem, kann man immer drin laufen und halt dadurch, dass ich eben sehr viel Jeans im Alltag trage, perfekte Kombination dazu. Also für mich muss es auch immer bequem sein, was die Schuhe betrifft. Ich habe ja das große Glück, dass ich jetzt nicht irgendwie ins Büro muss oder zu Terminen, wo ich jetzt irgendwie Stöckelschuhe anhaben muss und insofern bin ich da ganz dankbar, dass ich Schuhe tragen kann, in denen ich mich wohlfühle, in denen ich gut laufen kann.
und die bequem sind. Ja, also Sneaker und dann meine große Liebe, gerade im Herbst, Winter, sind die sogenannten Chelsea Boots. Das hier sind jetzt Chelsea Boots, auch von Marco Polo, ist auch tatsächlich so ein bisschen meine Lieblingsmarke bei den Chelsea Boots. Die hier sind jetzt relativ hoch, was jetzt nicht ganz so praktisch ist, finde ich für mich. Also für Leute, die jetzt natürlich mehr Kleider oder Röcke anziehen, ist vielleicht noch mal ein bisschen besser. Weil bei den Jeans ist es so, wenn man sie unter die Jeans trägt, sind sie natürlich eigentlich hier oben zu steif und mit diesen Anhängern da sieht es irgendwie komisch aus. Wenn man sie über die Jeans trägt, haben sie auch ein bisschen komische Höhe, so bis zur Mitte der Wade. Also ich finde sie total schön und ich ziehe sie auch gern an. Sie sind bequem, aber sie sind ein bisschen schwieriger mit den Hosen zu kombinieren. Zu einer schwarzen Hose passen sie natürlich super oder zu der Leggings. Ich habe aber tatsächlich auch noch ein paar in dunkelblau, die niedriger sind vom Schaft her. Und die sind auch so, dass die wirklich bei mir fast jeden Tag getragen werden. Also das sind auch wirklich ganz, ganz tolle Schuhe. Man schlüpft rein und hat einen bequemen Schuh an und es passt halt eben auch zu vielem und sieht jetzt auch dann ein bisschen schicker aus. Taschenmäßig hatte ich euch auch schon was vorgestellt und zwar in dem Packvideo auch hier diese Tasche von COS. Das ist diese Crossbody Bag von COS. Ich glaube, die gibt es in schwarz und in braun, in so einem dunklen Braun. Und das ist wirklich eine große Liebe, war jetzt auch nicht wirklich teuer, so um die 100 Euro meine ich. Extrem geräumig, wunderbar hier so zum Querhängen. Und wenn man jetzt unterwegs ist, man kriegt relativ viel rein, was man gar nicht denkt, weil die eben so sich schon schön ausdehnt. Und ja, also die finde ich richtig gut, ist extrem unempfindlich, also keine Kratzer und nichts drauf. Kann man ewig mitnehmen, im Koffer auch wunderbar klein zusammenfalten. Also das ist wirklich eine große Empfehlung, diese Tasche. Die habe ich jetzt ungefähr ein Jahr und trage sie sehr, sehr oft. Ja, und das letzte, was ich euch vorstellen will, ist hier mein absolut teuerster Kauf, den ich je getätigt habe. Und zwar ist das von Loewe die Puzzle Bag. Das ist, glaube ich, die Mini Puzzle mit silbernen Anhängern, Reißverschlüssen etc. Die habe ich relativ lange auf dem Schirm gehabt. Die fand ich sehr schön, weil sie eben sehr, sehr klassisch ist. Und man kann sie, also hat ein langes Band dran, man kann sie quer hängen. Man kann sie jetzt auch als reine Handtasche nehmen, weil ja man das Band ja auch abmachen kann. Und was ganz toll ist, also ich habe die im Mai in London gekauft und hatte eigentlich gedacht, dass ich die größere bräuchte, weil ich ganz gerne mal alles Mögliche mitnehme. Also wenn man jetzt ein größeres Portemonnaie hat, sollte es ja da auf jeden Fall schon mal reinpassen. Eventuell die Kamera, ein Kalender und so weiter. Und habe dann da verschiedene anprobiert und habe mich dann tatsächlich für die kleine entschieden, weil die viel, viel besser aussah. Also bei der großen ist der Vorteil, dass hier unten, glaube ich, noch so silberne Füße dran sind. Was es dann natürlich etwas unempfindlicher macht, wenn man sie hinstellt. Aber bei der hier ist es eben so, da ist das nicht. Aber die Tasche ist so gut, obwohl sie viel kleiner ist, passt enorm viel rein. Also ich kann euch das ja mal zeigen. Da ist zum Beispiel, also man hat hier diesen Reißverschluss und hat dann über dem Reißverschluss im Grunde genommen noch mal so eine kleine Klappe, die den Reißverschluss verdeckt. Und hier drin, also es ist wirklich viel Platz, man meint es nicht. Man kriegt Portemonnaie, Kalender, Kamera, wirklich alles rein. Was ich sehr schön finde, ist auf der Rückseite gibt es hier noch so eine kleine Reißverschlusstasche und da passt perfekt ein Handy rein. Das heißt, wenn man die umhängt und man hat hier hinten das Handy drin, hat man alles super am Mann durch die Reißverschlüsse und auch durch die Verblendung hier oben vom Reißverschluss. Ist es auch so, dass die Tasche wirklich zu ist. Keiner kann da ran und auch nicht mal eben schnell diesen Reißverschluss aufmachen. Ich finde das Design sehr, sehr schön mit diesen Nähten hier und dem kleinen Logo-Patch auf dieser Klappe. Man hat hier den Henkel noch. Also ich liebe die Tasche total. Auch hier ist wieder so klassisch. Sie wird noch momentan geschont. Also ich habe sie jetzt vielleicht 3-4 Mal benutzt, was eigentlich viel zu wenig ist, weil ich eben denke, oh Gott, jetzt so ein teures Teil und da muss er aufpassen. Ist aber tatsächlich so auch sehr unempfindlich. Also
man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der Typ, der super, super gut auf seine Sachen aufpasst. Also ich bin jetzt hier nicht die ganze Zeit am Taschen abfeudeln oder am gucken, sondern wenn ich die trage, dann benutze ich die halt und achte dann auch nicht darauf. Aber ja, das ist halt super, keine Kratzer, kein gar nichts. Es passt viel rein, sie sieht richtig schick aus und ja, wenn ich sie rausnehme, freue ich mich halt tatsächlich wirklich immer darüber, dass ich sie mir gekauft habe und ist sicher ein Teil auch in meiner Garderobe oder bei meinen Accessoires, was mich garantiert auch noch sehr lange hoffentlich begleiten wird. Ja, das waren jetzt meine 10 besten Empfehlungskäufe, die ich bisher getätigt habe und ja, ich bin gespannt, ob ihr auch irgendwas habt, was ihr sagt, das habe ich schon ganz, ganz lange und das ist für mich absolut perfekter Kauf gewesen. Oder vielleicht habt ihr ja auch eine gute Jeans, die ihr mir empfehlen könnt, würde ich mich auch freuen, weil das ist tatsächlich noch so ein Missing Link, das Thema Hosen. Obwohl ich vorwiegend Hosen trage, ist es eben so, dass ich da auch noch nicht die 100%ig guten gefunden habe. Also ja. Das war es jetzt von dieser Seite und ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Fragen habt oder Rückmeldungen habt, freue ich mich, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Bleibt gesund und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao!